Ja, ich bin die Jules aus Leipzig und habe so ein bisschen eine eigene Reise schon durch, in der ich so Verkörperung der eigenen Sexualität und Intimität mehr im Fokus meines Lebens gelegt habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich ganz oft im Kontakt mit einem Gegenüber mich unsicher gefühlt habe. Es mir sehr schwer gefallen ist, meine eigenen Grenzen zu kommunizieren, überhaupt zu wissen, was sind Grenzen, wie kann ich die erforschen. Und wo gibt es überhaupt Räume, sowas entdecken zu können? Und das war für mich ganz lange ein Thema, wo ich nicht so richtig gesellschaftlich Anschluss gefunden habe und auch keine Orte viele Jahre, auch in jungen Jahren meiner Pubertät gefunden habe, wo ich mich sicher gefühlt habe, das auch aussprechen zu können. Ich habe mich da, würde ich sagen, selber auch ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Ich war auf Koh Phangan in Thailand am Reisen und war das erste Mal in so einem Temple-Space und dachte mir so, wow, das ist eine Welt, die kenne ich noch gar nicht so aus Deutschland. Und in Leipzig habe ich das auch noch nie so richtig erfahren, wo ich herkomme. Und habe gemerkt, da sind Menschen, die das Thema auch interessiert, mit denen ich mich sicher darüber unterhalten kann, und habe dann überlegt, wie kann ich das in Leipzig vielleicht auch umsetzen. Habe dann irgendwie dort begonnen, mal ein Yoga-Studio anzumieten, Freunde einzuladen und zu sagen, hey, habt ihr Lust, gemeinsam mal zu erkunden, wie wir unsere Grenzen erfahren können. Habe dann auch bei Tantra from the Heart auf Koh Phangan einen Practitioner gemacht und eine tiefe Lehre dort auch wahrgenommen und habe jetzt einfach gemerkt, dass das was ist, was ich weitergeben möchte, und durch diese Verknüpfung mit dem Freundeskreis auch mehr und mehr Leute immer angezogen und jetzt auch eine sehr große Community deutschlandweit eigentlich aufgebaut, die Divine Pleasure Journey, in der wir eben als Community gemeinsam dieses Thema erforschen. Also Thema Verkörperung, Intimität, Grenzen spüren, Grenzen erlernen und auch achtsame Berührung zu geben, achtsame Berührung zu empfangen und auch vor allem für junge Frauen einen sicheren Ort zu kreieren, wo sie das erfahren können. Also ich habe tatsächlich mit der lieben Insea Kontakt gehabt vom New Healing, und sie war auch sehr inspiriert so von meinem Machen und meinem Tun, hatte irgendwie auch über Kontakte und Freunde, die vielleicht auch mal bei meinem Tempel waren, davon gehört und mich dann gefragt, hey, hast du Lust, hier auf dem Healing das ehemalige Temple Village, das eben 2018 entstanden ist, so ein bisschen zu übernehmen? Und dann dachte ich mir, boah, als Einzelperson ist es schon ganz schön viel, eine komplette Woche zu halten. Bin dann eben mit der Insea in Kontakt gegangen, und dann haben wir überlegt, was könnte denn noch so als Add-on dazukommen, und dann haben wir das tolle Tantra-Kollektiv gefunden und das Kollektiv Körper und Psyche, und würde sagen, sind jetzt so ein dreigeteilter Bereich, also 3 Pfeiler, einmal mich als die Jules mit der Divine Pleasure Journey, dem Tantra-Kollektiv mit ganz vielen tollen Menschen dahinter auch, die sehr viele verschiedene Praktiken vom Tantrischen auch mitbringen, und dem Institut Körper und Psyche aus Berlin, als 3 geteilte Kombination da gemeinsam tätig. Also der Pleasure Garden ist ein einzelner Teil vom Soul Haven. Das ist so ein bisschen der größere Bereich in diesem Space, wo wir auch so ein bisschen Wellness anbieten wollen. Wir haben vorne auch eine Sauna mit einem Whirlpool, wo man ein bisschen runterfahren kann, einfach ein Ort zum Entspannen. Und der Pleasure Garden selber ist dann nochmal ein abgesteckter Bereich mit einzelnen Zelten, eine schöne Feuerstelle in der Mitte, unserem heiligen Feuer, wo wir dann eben nochmal in einzelne intimere Workshops auch gehen. Ja, du als Besucher kannst, glaube ich, einen sehr starken Querschnitt bekommen über das Thema Tantra, Intimität, Verkörperung, eigene Körpergrenzen, Wahrnehmung im Kontakt mit dem Gegenüber, und vielleicht dadurch auch dich sicherer auf dem Festival umgeben mit anderen Menschen. Also gerade so, wenn man auf dem Dancefloor ist und das Gefühl hat, oh, ich bin gerade unsicher, jemanden anzusprechen, oder bei einem Workshop fällt es mir total schwer, wenn ich jemanden toll finde, da in Kontakt zu gehen, ist genau dieser Pleasure Garden, der jetzt eben ist, eben nicht mehr das Temple Village, der richtige Ort, um gehalten zu werden von den Raumhaltern und der Gruppe, diesen 1:1 Kontakt oder auch in der Gruppe kennenzulernen. Ja, also bei so einer Divine Pleasure Journey oder einer Tempelnacht hast du so eine ganz weite Vielfalt, die du erfahren kannst, und du selber kannst zu jedem Zeitpunkt entscheiden, wie viel möchte ich davon mitnehmen und erfahren. Meistens beginnen wir sehr sanft erstmal wirklich bei dir selber anzukommen, durch eine sehr lange Meditation und eine Erdung, dass du erstmal merkst, wo sind meine eigenen Körpergrenzen, wie kann ich mich wahrnehmen, um dann auch wirklich in der eigenen Sicherheit bei dir, wenn dein Nervensystem reguliert ist, im Kontakt mit dem Gegenüber und dann auch mit der Gruppe zu gehen. Und ich nenne das tatsächlich häufig auch wie so Natural Ecstasy, weil man gemeinsam in so einen Flow kommt, wo man merkt, oh wow, durch die Gruppe, durch die gehaltene Gruppe kann ich mich mehr und mehr öffnen, mein System öffnen
und dann auch in den Kontakt mit dem Gegenüber gehen, wo wir dann über spielerische Elemente, wo wir uns zum Beispiel in Instrumente, Dirigenten und Musikanten verwandeln, im Kontakt miteinander sind und dadurch auch so ein bisschen das innere Kind aktivieren, spielerisch zu werden und dann auch vielleicht zu gucken, gibt es da Trigger, an denen ich arbeiten kann, die auch zu halten und mit denen auch im Kontakt zu sein. Mein Beitrag für eine bessere Welt ist, denke ich, Tabuthemen zu enttabuisieren und Räume einzurichten, wo diese Enttabuisierung auch stattfindet. Denn wir haben, glaube ich, ganz viel im Unterbewusstsein, was wir denken und fühlen und im Alltag einfach nie aussprechen und was sich dann in anderen Lebensbereichen als vielleicht Wut zeigt oder Trauer, die jahrelang unterdrückt ist und die wir kollektiv als Gesellschaft nicht so wirklich an die Oberfläche bringen, weil da vielleicht Scham steckt, weil da vielleicht kollektives Trauma auch von unseren Vorfahren noch hängt und auch vom Patriarchat natürlich Unterdrückung stattfindet. Und gerade wir als Frauen oder als Gesellschaft gemeinsam da offener zu werden, mehr ins Vertrauen zu gehen, dass wenn ich mich verletzlich zeige, ich eigentlich wachsen darf und dadurch mehr Schönheit und Sicherheit in der Welt passieren darf und auch vielleicht schwierige Dinge wie Übergriffe weniger stattfinden, weil die Dinge eben nicht mehr tabuisiert sind und man aussprechen kann, was man sich wünscht, statt es sich dann irgendwo heimlich vielleicht nehmen zu wollen. Meine perfekte Welt wäre mit mehr Balance und Gleichberechtigung in den verschiedenen Geschlechtern oder Dingen, die wir uns vorstellen. Einem Alltag, der mehr zu Kreativität führt, wo Dinge nicht mehr so sehr monoton ablaufen, sondern wirklich eine Offenheit sind und wo Bedürfnisse, die in einem brodeln, auch gesehen werden und Raum haben, gelebt werden zu können. Und dadurch vielleicht langfristig auch mehr Zufriedenheit und Glück in einem Inneren stattfinden kann und dadurch auch gesellschaftlich wachsen darf.